die weite Welt. Hallo Anna, das klingt, als hättest du Fernweh. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Hallo an alle. Ich bin Anna. Ja, ich habe großes Fernweh. Ich schaue mir gerade Bilder von Japan an und träume davon, dorthin zu reisen. Ah, Japan, ein faszinierendes Land. Und das ist ein perfektes Thema für heute. Heute sprechen wir über das Reisen. Wir werden nicht nur beschreiben, wohin wir gereist sind, wir werden über verschiedene Reisearten, unsere Träume und unsere Erfahrungen sprechen. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau voller nützlichem Vokabular und komplexer Sätze. Super. Ich liebe es, über das Reisen zu sprechen. Lukas, lass uns mit einer großen Frage anfangen. Was für ein Reisetyp bist du? Planer oder Abenteurer? Ich glaube, die Antwort ist sehr klar. Ich bin definitiv der Planer. Und du, Anna, bist ohne Zweifel die Abenteurerin. Das stimmt. Und ich glaube, das wird eine sehr interessante Diskussion. Für mich ist die Planung die halbe Miete. Ich liebe es, Reiseführer zu lesen und alles im Voraus zu organisieren. Ich buche meine Flüge und Hotels Monate im Voraus, damit ich die besten Preise bekomme. Ich erstelle eine detaillierte Reiseroute, weil ich keine Zeit verschwenden möchte. Eine detaillierte Reiseroute? Oh, Lukas, das klingt für mich wie Stress. Für mich ist das Schöne am Reisen die Spontanität. Ich buche oft nur den Hinflug. Ich entscheide vor Ort, wo ich schlafen oder was ich essen möchte. Ich mache das, obwohl es manchmal ein bisschen chaotisch ist. Ich verstehe deinen Punkt. Aber was ist, wenn alle Hotels ausgebucht sind? Oder wenn du nicht weißt, welche Sehenswürdigkeiten es gibt? Ich glaube, dass eine gute Planung wichtig ist, um das Beste aus einer Reise herauszuholen. Ich denke, dass zu viel Planung die Magie des Entdeckens zerstört. Die besten Erlebnisse sind oft die, die man nicht plant. Letztes Jahr zum Beispiel, als ich in Portugal war, habe ich mich total verlaufen. Du hast dich verlaufen? Das klingt nicht gut. Doch, es war fantastisch. Während ich den Weg suchte, habe ich ein winziges altes Restaurant in einer kleinen Gasse entdeckt. Dort habe ich den besten Fisch meines Lebens gegessen. Wenn ich einen Plan gehabt hätte, wäre ich nie in diese Gasse gegangen. Das ist ein perfektes Beispiel für den Konjunktiv 2 der Vergangenheit. Wenn ich einen Plan gehabt hätte, wäre ich nie gegangen. Du sprichst über eine hypothetische Situation in der Vergangenheit. Sehr gut. Also, die Planung hat Vor- und Nachteile. Deine Reisen sind organisierter als meine, aber meine Reisen sind vielleicht spontaner als deine. Und Sie? Sind Sie eher Team Lukas oder Team Anna? Planen Sie Ihre Reisen im Detail oder lieben Sie das Abenteuer? Das bringt uns zu einer anderen wichtigen Frage. Die Art der Reise. Bevorzugst du eine Pauschalreise oder Individualtourismus? Oh, definitiv Individualtourismus. Ich möchte ein Land wirklich kennenlernen. Ich will mit den Einheimischen sprechen, das lokale Essen probieren. Bei einer Pauschalreise ist alles standardisiert. Man wohnt in großen Hotels und isst internationales Essen. Das ist nichts für mich. Ich verstehe. Aber eine Pauschalreise hat auch Vorteile. Sie ist oft günstiger als eine individuelle Reise. Und sie ist weniger stressig. Du musst dich um nichts kümmern. Alles ist organisiert. Das ist ideal für Leute, die sich einfach nur entspannen wollen.
Ja, das stimmt. Wenn ich einen reinen Strandurlaub machen wollte, würde ich vielleicht eine Pauschalreise buchen. Aber um eine Kultur zu entdecken, wäre eine individuelle Reise immer meine erste Wahl. Sehr gut. Du benutzt wieder den Konjunktiv. 2. Wenn ich machen wollte, würde ich buchen. Ich persönlich mag eine Mischung. Ich plane die Route und die Hotels individuell. Aber für bestimmte Touren oder Aktivitäten buche ich manchmal einen lokalen Guide. Letztes Jahr in Ägypten zum Beispiel hatte ich einen privaten Guide für die Tempel von Luxor. Er war Ägyptologe und hat uns alles so gut erklärt. Ohne ihn hätten wir nur Steine gesehen. Ja, das ist eine gute Idee. Man kann individuell reisen, aber trotzdem Experten für bestimmte Teile engagieren. Du hast also einen Guide gehabt. Was bevorzugen Sie? Eine organisierte Pauschalreise oder die Freiheit des Individualtourismus? Anna, du hast am Anfang Japan erwähnt. Lass uns ein bisschen träumen. Wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, welches Land würdest du am liebsten besuchen? Oh, das ist eine leichte Frage. Mein absolutes Traumziel ist Neuseeland. Ich würde dort ein Wohnmobil mieten und 2 Monate lang durch das Land fahren. Ich würde in den Bergen wandern, Kajak fahren und die unglaubliche Natur genießen. Du würdest also ein Wohnmobil mieten. Das klingt fantastisch. Was würdest du dort fotografieren? Ich würde tausende Fotos von den Landschaften machen und von den Schafen. Es gibt dort mehr Schafe als Menschen, habe ich gehört. Das stimmt. Und was ist Ihr Traumziel? Schließen Sie die Augen und träumen Sie. Welches Land würden Sie gerne sehen? Eine lange Pause. Und du, Lukas? Was ist dein großes Traumziel? Mein Traum ist es, einmal die transsibirische Eisenbahn zu nehmen, von Moskau bis nach Wladiwostok. Die Reise dauert mehrere Wochen. Während der Fahrt würde ich aus dem Fenster schauen, viel lesen und mit den anderen Passagieren sprechen. Ich glaube, dass das eine sehr tiefgründige Erfahrung wäre. Wow, das ist ein sehr spezieller Traum. Aber es klingt unglaublich. Du würdest also wochenlang im Zug sitzen. Ja, das wäre mein Abenteuer. Ein langsames Abenteuer. So, wir haben über unsere Reisestile und unsere Träume gesprochen. Lass uns eine große Wiederholung machen. Sehr gerne. Okay, Anna, du reist gerne spontan, obwohl es manchmal chaotisch ist. Richtig? Ja, das ist richtig. Und du bevorzugst Individualtourismus, weil du die Kultur kennenlernen willst. Ja, genau. Letztes Jahr in Portugal hast du dich verlaufen und das beste Restaurant entdeckt. Ja, das war ein tolles Erlebnis. Perfekt. Und dein Traumziel ist Neuseeland. Du würdest dort gerne wandern gehen. Ja, das wäre mein Traum. Perfekt. Jetzt fragst du mich. Okay, Lukas. Du planst deine Reisen immer sehr genau, damit du keine Zeit verschwendest. Ja, das stimmt. Du magst eine Mischung aus Individualreise und geführten Touren. Letztes Jahr in Ägypten hattest du einen Guide. Ja, er hat uns alles super erklärt. Und dein Traum ist die transsibirische Eisenbahn. Du würdest dort gerne viel lesen. Genau, das wäre fantastisch. Herzlichen Glückwunsch, Anna, und herzlichen Glückwunsch an unsere Zuhörer. Sie haben jetzt sehr viele Werkzeuge, um auf B1-Niveau über das Reisen zu sprechen. Ja, es war eine sehr inspirierende Lektion. Ihre letzte Mission. Es ist eine Schreibübung. Schreiben Sie uns in die Kommentare. Was für ein Reisetyp sind Sie? Planer oder Abenteurer? Was ist Ihr Traumziel? Benutzen Sie den Konjunktiv 2
Ich würde gerne. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Träume und Geschichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Reisen erweitert den Horizont. Und Deutsch lernen auch. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.